Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut, danke. Heute möchte ich über Autos sprechen. Magst du Autos? Ja, ich mag Autos sehr. Ich rede gerne über Autos und plane manchmal, einen zu kaufen. Warum fragst du? Ich habe ein Auto in einer Zeitschrift gesehen und ich finde es sehr schön. Ich möchte dir davon erzählen und deine Meinung dazu hören. Das klingt interessant. Welches Auto hast du gesehen? Ich habe ein rotes Sportauto gesehen. Es ist klein, schnell und sehr schön. In der Zeitschrift steht, dass es Speedster 2023 heißt. Der Speedster 2023? Von diesem Auto habe ich gehört. Es sieht sehr modern und elegant aus. Ja, das tut es. Ich mag das Design. Die Front ist sehr glatt und die Scheinwerfer sind scharf. Es hat einen coolen Look. Ich stimme dir zu. Rot ist eine sehr auffällige Farbe. Ein Sportauto wie dieses muss Spaß machen zu fahren. In der Zeitschrift steht, dass der Speedster 2023 von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in nur 6 Sekunden beschleunigen kann. Das ist sehr schnell. Wow, das ist wirklich schnell. Ich mag Autos, die schnell sind und gute Beschleunigung haben. Es hat auch einen leistungsstarken Motor. Er nutzt einen 2,0 Liter Turbomotor. Das bedeutet, dass es schnell fahren kann und gut auf der Straße liegt. Das ist gut. Ein leistungsstarker Motor macht das Fahren spannender. Das Interieur des Autos ist auch sehr modern. Es hat einen Touchscreen, gute Lautsprecher und bequeme Sitze. Ein komfortables Interieur ist sehr wichtig, besonders wenn man lange fährt. Ja, ich möchte ein Auto, das nicht nur schnell, sondern auch bequem ist. Der Speedster 2023 hat Ledersitze und ein kleines Lenkrad. Es sieht sehr sportlich aus. Ledersitze sind schön. Sie lassen das Auto luxuriöser wirken. Das Auto hat auch Sicherheitsmerkmale. Es hat Airbags, eine Rückfahrkamera und ein Parkassistenzsystem. Sicherheit ist sehr wichtig, wenn man ein Auto kauft. Ich achte immer auf gute Sicherheitsmerkmale. Ich stimme zu. In der Zeitschrift steht, dass dieses Auto eine hohe Sicherheitsbewertung hat, was mir ein gutes Gefühl gibt. Das ist ein guter Punkt. Ich möchte ein Auto, das gut aussieht, schnell fährt und sicher ist. Der Preis des Speedster 2023 liegt bei etwa 30.000 €. Das ist viel Geld, aber ich denke, es ist es wert für so ein Auto. Ja, es ist teuer, aber manchmal bedeutet mehr zu bezahlen, dass man ein besseres Auto bekommt. Ich überlege, Geld zu sparen, um in Zukunft so ein Auto zu kaufen. Das ist eine gute Idee. Ich spare auch Geld. Vielleicht kann ich mir in ein paar Jahren den Speedster 2023 oder ein ähnliches Auto kaufen. Ich mag die Idee, vorauszuplanen. Es ist wichtig zu wissen, was man will, bevor man kauft. Tom, denkst du, dass du dir den Speedster 2023 kaufen würdest, wenn du genug Geld hättest? Ja, ich denke schon. Ich mag sein Design, die Geschwindigkeit und die Sicherheitsmerkmale. Es ist ein perfektes Auto für jemanden, der gerne fährt. So fühle ich mich auch.
Ich träume davon, an einem sonnigen Tag mit dem Wind in den Haaren ein Auto wie dieses zu fahren. Das klingt sehr schön. Ein Sportauto macht das Fahren zu einem Abenteuer. Ich mag auch, dass der Speedster 2023 gut für Stadtfahrten und lange Reisen ist. Es ist vielseitig. Vielseitige Autos sind großartig. Man kann sie für den täglichen Gebrauch und für Ausflüge am Wochenende nutzen. Tom, hast du ein Lieblingsauto, das du dir irgendwann kaufen möchtest? Ja, das habe ich. Ich mag den Eco-Sedan sehr. Es ist kein Sportauto, aber es ist sehr effizient und gut für die Umwelt. Den Eco-Sedan? Ich habe dieses Auto auch schon gesehen. Es ist sehr elegant und modern. Ja, es hat einen Hybridmotor. Es ist sehr kraftstoffeffizient und hat niedrige Emissionen. Mir liegt die Umwelt am Herzen, deshalb mag ich dieses Auto. Das ist ein guter Grund, sich für ein Hybridauto zu entscheiden. Es hilft, die Verschmutzung zu reduzieren. Ich mag auch den Preis des Eco-Sedan. Er ist günstiger als viele Sportautos und man spart Geld für den Kraftstoff. Das stimmt. Manchmal kann ein günstigeres Auto praktischer für den Alltag sein. Alice, denkst du, dass du dir in Zukunft den Speedster 2023 oder ein anderes Sportauto kaufen wirst? Ich bin mir nicht sicher. Ich mag den Speedster wirklich, aber ich denke auch über andere Optionen nach. Ich möchte ein Auto, das zu meinem Lebensstil passt. Ja, es ist wichtig, ein Auto zu wählen, das deinen Bedürfnissen entspricht. Ich mag das Sportauto zum Spaß, denke aber auch über ein Familienauto für den Alltag nach. Ein Familienauto ist eine gute Wahl, wenn man Kinder hat oder mehr Platz braucht. Ich plane, mein Auto für die Arbeit und für Wochenendausflüge zu nutzen. Das macht Sinn. Du kannst ein Auto wählen, das sowohl praktisch als auch Spaß macht zu fahren. Ich werde weiter Geld sparen und verschiedene Autos ansehen. Vielleicht kann ich eines Tages den Speedster 2023 Probe fahren. Es ist sehr wichtig, ein Auto vor dem Kauf zu testen. So kannst du fühlen, wie das Auto fährt und ob es bequem ist. Ja, ich möchte ein paar Autos Probe fahren, um zu sehen, welches mir am besten gefällt. Tom, hast du Tipps für die Wahl eines Autos? Ich denke, du solltest ein paar Dinge berücksichtigen. Den Preis, die Größe, die Kraftstoffeffizienz und die Sicherheitsmerkmale. Denk auch darüber nach, wie du das Auto nutzen wirst. Das ist ein guter Ratschlag. Ich werde eine Liste mit meinen Wünschen für ein Auto machen. Das habe ich gemacht, als ich mein letztes Auto gewählt habe. Es hat mir geholfen, verschiedene Modelle zu vergleichen und eine gute Entscheidung zu treffen. Ich werde das Gleiche tun. Ich möchte, dass mein erstes Auto eine gute Investition ist. Ja, ein Auto ist eine große Investition, also solltest du sorgfältig wählen. Ich freue mich auf die Zukunft. Vielleicht werde ich eines Tages den Speedster 2023 fahren und du wirst deinen Eco-Sedan fahren. Ich hoffe es. Es ist schön, von Autos zu träumen. Sie machen das Fahren aufregender. Tom, denkst du, dass der Speedster 2023 zu teuer für ein erstes Auto ist? Vielleicht ein bisschen. Wenn du ein neuer Fahrer bist, möchtest du vielleicht mit einem günstigeren Auto anfangen. Ein Sportauto kann für einige Anfänger schwer zu handhaben sein. Das stimmt. Ich werde in Erwägung ziehen, mit einem kleineren Auto zu beginnen und später auf ein Sportauto umzusteigen. Ich denke, das ist eine kluge Wahl. Ein kleineres Auto ist einfacher zu parken und in der Stadt zu fahren. Ja, ich möchte gut fahren lernen, bevor ich mir ein schnelles Auto kaufe. Ich möchte eine sichere Fahrerin sein.
Eine sichere Fahrerin zu sein ist sehr wichtig. Es ist besser, sich Zeit zu nehmen und das richtige Auto für dein Niveau zu wählen. Ich werde üben, in verschiedenen Bedingungen zu fahren. Vielleicht kann ich in Zukunft ein Sportauto wie den Speedster 2023 fahren. Das klingt nach einem guten Plan. Übung macht dich zu einer besseren Fahrerin. Tom, wann denkst du, wirst du dir dein erstes Auto kaufen? Ich plane, mein erstes Auto in etwa 2 Jahren zu kaufen. Ich möchte genug Geld sparen und das richtige Modell wählen. Das ist ein guter Plan. Ich möchte auch in den nächsten Jahren ein Auto kaufen. Ich spare Geld aus meinem Teilzeitjob. Ich spare Geld aus meinem Taschengeld und einem kleinen Job am Wochenende. Jeder kleine Betrag hilft. Ja, selbst kleine Ersparnisse summieren sich im Laufe der Zeit. Ich überprüfe jeden Monat meine Ersparnisse und plane mein Budget. Ich mache das Gleiche. Ich schreibe meine Ausgaben und meine Ersparnisse auf. Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wie mein Geld wächst. Ich bin auf die Zukunft gespannt. Ich weiß, dass ich eines Tages ein Auto fahren werde, das ich liebe. Ich auch. Planen und Sparen machen unsere Träume möglich. Alice, denkst du, es ist besser, ein neues Auto oder ein gebrauchtes Auto zu kaufen? Ich denke, neue Autos sind sehr schön, weil sie die neueste Technologie und eine Garantie haben. Aber sie sind teurer. Ja, neue Autos kosten mehr Geld. Gebrauchte Autos sind günstiger, aber sie haben vielleicht nicht alle neuen Funktionen. Ich überlege, mir ein gebrauchtes Auto für mein erstes Auto zuzulegen. Es ist eine gute Möglichkeit, das Fahren zu lernen, ohne zu viel Geld auszugeben. Das ist eine kluge Idee. Viele gebrauchte Autos sind noch in gutem Zustand und können viele Jahre halten. Ich werde sowohl neue als auch gebrauchte Autos anschauen, wenn ich bereit bin zu kaufen. Ich möchte die Preise und Funktionen vergleichen. Verschiedene Optionen zu vergleichen ist sehr wichtig. Es hilft dir, die beste Wahl für deine Bedürfnisse zu treffen. Ich denke, dass Vorausplanung der Schlüssel zu einem guten Autokauf ist. Ich möchte sicherstellen, dass ich ein Auto bekomme, das zu mir passt. Ich stimme zu. Sich Zeit zu nehmen, um ein Auto auszuwählen, ist sehr weise. Es ist eine große Investition und du solltest mit deiner Wahl zufrieden sein. Tom, ich freue mich, dass wir heute über Autos gesprochen haben. Ich habe viel aus unserem Gespräch gelernt. Ich freue mich, meine Ideen mit dir zu teilen, Alice. Ich rede immer gerne über Autos und plane für die Zukunft. Ja, es macht Spaß, von den Autos zu träumen, die wir eines Tages fahren werden. Ich fühle mich jetzt sicherer bei meinen Autowahlen. Ich fühle mich genauso. Wir haben beide klare Vorstellungen davon, was wir in einem Auto wollen. Ich werde weiterhin Autos recherchieren und Geld sparen. Vielleicht können wir eines Tages unsere Traumautos zusammen Probe fahren. Das wäre großartig. Ich freue mich auf diesen Tag. Danke, Tom, für dieses nette Gespräch über Autos. Es war sehr interessant und hilfreich. Gern geschehen, Alice. Ich bin immer hier, um zu reden und Ideen auszutauschen. Hab einen schönen Tag und viel Glück beim Sparen für dein Auto. Danke, Tom. Hab einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Alice. Pass auf dich auf. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.